Aber Master Quest ist eigentlich auch keine wirkliche Ablenkung, weil wenn du dann jeden Tag, also, na gut, ich bin fast fertig, sag ich mal. Das würde dann wahrscheinlich nicht so ultra lange dauern. Aber wenn ich jetzt an meine anderen Chars denke, die entweder noch gar kein Master angefangen haben oder ich glaube, die anderen sind Level 95 oder so. Der Elementor, glaube ich, 103 und die anderen 95 oder so. Da ist ja auch das Gleiche. Dann fängst du jeden Tag an, da zu leveln. Levelst da dann die Party hoch und farmst, bis du irgendeinen Boss-Cooldown hast. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ich meine, hast ein bisschen mehr Abwechslung, ja. Aber du bist bei 8 Chars Master leveln, das dauert dann wieder so lange, dass es eigentlich doch wieder eigentlich die ganze Zeit das Gleiche ist. Also zuletzt habe ich, glaube ich, in der Wüste gelevelt bei den Bären. Und ich glaube, da habe ich jeden Tag nur so 10% gemacht oder so mit Party auf Level. Mit 2 Stunden Leveln oder so, ohne Amplis. Was sicherlich nicht schlecht ist. Mal 8 plus Master Quest, also kriegst du nur die Hälfte. Also es hört sich viel schlechter an, als es tatsächlich ist. So schlecht ist das gar nicht. Falls ich es noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube, es waren so Pi mal Daumen 10% pro Char. Aber trotzdem, es sind dann 10 Tage für ein Level. Das heißt, du wechselst die Monster höchstens 2-mal die Woche. Wahrscheinlich sogar nur 1-mal die Woche. Ist jetzt auch nicht wirklich Abwechslung. Das ist, also von jetzt, was ich jetzt mache, wäre es schon kurz Abwechslung, was zumindest wieder ein ganz anderer Levelbereich wäre. Aber sobald du dann das jeden Tag wieder gemacht hast für 1-2 Wochen, ist es auch wieder eintönig. Und das ist das Grundproblem eigentlich, dass du irgendwie immer dich festfährst. Du entscheidest dich halt, was du farmst. Und dann probiert man eigentlich irgendwie eine Routine zu bekommen. Was ja auch Sinn macht, weil so kreuz und quer farmen, wie ich es jetzt tatsächlich die letzten paar Tage gemacht habe, Clockworks, Red Meteor, Kriton, alles an einem Tag, ist schon nicht schlecht. Weil dann siehst du zumindest mal wieder ein paar andere Sachen und kämpfst nicht immer gegen die gleichen Gesichter. Aber es ist halt auch nervig irgendwie, weil du kannst da nicht so eine richtige, also es ist schwieriger, eine Routine zu machen oder zu kriegen, wenn du jeden Tag nicht wirklich weißt, was du eigentlich machst. Also wenn du so spontan bist, sag ich mal. Planbarer und entspannter ist es halt doch, wenn du weißt, du machst jeden Tag 2 Stunden das und dann Kriton zum Beispiel. Und das machst du einfach jeden Tag und dann hast du irgendwann so eine Routine, da musst du überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, so welcher Char geht oder wo habe ich Cooldown oder so. Das ist dann einfach, du weißt es einfach, weil du es jeden Tag machst. Und das ist dann halt einfach entspannt und easy und auch irgendwie effizient. Aber halt auch eintönig. Aber wie gesagt, eigentlich ist es schwierig. Ich meine, selbst mit so in Anführungszeichen durcheinander farmen, sag ich mal, wenn du das auch wieder eine Zeit gemacht hast, also für mich ist es jetzt gerade abwechslungsreich, habe ich vergessen dazu zu sagen, für mich. Manche Leute machen das die ganze Zeit, also jeden Tag oder halt immer, wenn es geht. Clockworks, Meteonica. Gut, Red Meteonica sieht man echt selten, den tötet eigentlich echt kaum noch jemand. Aber manche Leute machen das wahrscheinlich jeden Tag. Kann sein. Aber wenn du das ein paar Wochen lang gemacht hast, oder halt wie gesagt immer wenn der Cooldown vorbei ist, alle 2 Tage oder jeden Tag, je nachdem, dann ist es eigentlich auch wieder das Gleiche, weil ich meine, so abwechslungsreich ist es dann auch wieder nicht. Wenn so viele Bosse gibt es jetzt nicht in dem Game, die du farmen kannst, das sind eigentlich literally 4 Stück. Clockworks, Meteonica, Red Meteonica und Kriton. Wovon man stark behauptet, also scharfe Zungen würden behaupten, mindestens 2 von diesen 4 lohnt sich überhaupt nicht zu farmen. Außer du tötest ihn halt von ein paar Sekunden gefühlt. Was wahrscheinlich auch einige Leute können. Aber sicherlich nicht jeder. Und ja, es ist echt schwierig. Ich würde sagen, das Schlimmste ist eigentlich, dass sie so wenige Events machen. Weil das ist eigentlich der einzige Unterschied zu FlyFPC, weil FlyFPC war es eigentlich genau das gleiche. Mit dem Unterschied, dass sie viel mehr Events hatten. Oft auch 2 oder sogar 3 oder sogar 4 Events zeitgleich. Und nein, nicht nur zum Second Anniversary oder zum Anniversary. Auch einfach mal so. Die haben halt immer Events gestartet, während das alte Event noch lief. Dann hast du immer Überschneidungen für ein paar Wochen. Also für meistens 1 oder 2 Wochen. Dass dann 2 oder sogar 3 Events liefen. Und dann hattest du durch Events so viel Abwechslung, dass du gesagt, also du hast dann einen normalen täglichen Grind gehabt. Wie gesagt, diese Routine, die ja an für sich auch nicht schlecht ist.
Aber hast du dann zumindest trotzdem irgendwo noch Abwechslung und irgendwie jeden Tag ein bisschen was anderes gehabt oder alle paar Wochen wieder was anderes gehabt. Einen anderen Twist. Irgendwas anderes, worauf man sich freuen kann. Durch die Events. Dadurch, dass die jetzt aktuell wirklich nur alle 4 bis 5 Wochen neue Events aufspielen und die meistens so extrem, ja, muss man einfach fairerweise sagen, Basics sind. Also ich meine jetzt gerade das Event, du tötest Monster und droppst Boxen und einmal am Tag, also du musst 30 Minuten online sein, was sowieso passiv erledigt ist. Also du musst 30 Minuten pro Tag online sein, 30 Monster töten und 3 Berries oder diese anderen Dinger pflücken oder farmen oder whatever. Aber ich meine, was ist das? Das ist erstens mal erledigst du es größtenteils passiv. Eigentlich nur die Berries muss man schnell sammeln. Und die Belohnungen sind auch so extrem basic. Es ist einfach eine Power-Up-Random-Box. Letztendlich. Ich meine, das sorgt jetzt nicht wirklich dafür, dass ich mich jeden Tag einloggen will, um das Event zu grinden. Weil es einfach viel zu basic ist. Da ist kein CS-Pad drin, kein Speed-Set, nichts, kein Hauptgewinn, nichts, worauf man sich jetzt wirklich drauf freuen könnte, wo man sich richtig drauf aufgeilen könnte sogar. Klar können sie es jetzt auch nicht in jedem Event machen mit CS-Pad und Speed-Set, aber man kann ja immer irgendwie probieren, einen Twist reinzubringen. Und vor allem das Event könnte man halt trotzdem interessanter gestalten. Also ich meine, ich habe jetzt damit kein so großes Problem mit der Eintönigkeit, aber man merkt halt schon immer nach dem FEC oder halt nach dem Update, 1, 2, 3 Monate vielleicht, hast du halt irgendwie diese neuen Sachen irgendwo. Aber man gewöhnt sich halt an alles und dann ist halt wieder so, naja, und was jetzt? Dann freuen die Leute halt schon den nächsten FEC oder das nächste Update. Und das geht halt bei Flive nicht so schnell, wie wir alle wissen. Updates meistens Minimum 6 Monate oder sogar deutlich länger. Und FEC halt auch nur einmal im Jahr und dann 7 Monate Pause. Und wir befinden uns genau in dieser mindestens 6 Monate Pause zwischen 2 Updates und mindestens 7 Monate Pause zwischen 2 FECs. Genau da sind wir gerade. Genau in der Hälfte davon sind wir. Also eigentlich sind wir wahrscheinlich gerade am Zenitpunkt der Eintönigkeit. Weil nach dem Update hast du dir halt neue Aufgaben gesucht, zum Beispiel 165 Leveln oder wie ich, Level Reach Belohnungen grinden. Plus halt Kriton, wobei Kriton ist halt, der geht so schnell. Ich meine, ich brauche keine Stunde, um ihn 3-mal zu töten, plus mehrere Teams in den Dungeon laufen zu lassen. Pipapo, also mit Umloggen, mit Teams wechseln, alles schon mit eingerechnet, brauche ich keine Stunde für 3-mal Kriton. Und für 3-mal, ich meine, eigentlich, grundsätzlich ist wahrscheinlich vorgesehen, dass man ihn eigentlich nur einmal farmt. Und nicht wie viele es machen. 2 bis 5-mal oder noch öfter, wer weiß. Also, ja, schwierig.